Video besprechen wir die Korrelationsmatrix und einige statistische Daten. Warum implementiert GT eine Korrelationsmatrix? Vielen Investoren ist sicherlich bekannt, dass man bei einer klugen Wahl der Anlageklassen das Risiko bei gleichbleibender Rendite reduzieren kann oder bei gleichem Risiko mehr Rendite erzielen kann. Aber dazu braucht es kaum korrelierende Anlageklassen. Zuerst möchte ich noch eine Anmerkung anbringen bezüglich ausschüttenden, thesaurierenden Kurs- und Performance-Index. Die Korrelationsmatrix berücksichtigt die Dividenden nicht. Dies kann zu leichten Verzerrungen führen. Das gleiche hatten wir schon bei der Liniengrafik. Nun wollen wir die Korrelationsmatrix in der Praxis anwenden. Ich habe hier eine GT-Instanz. Im Navigationsbaum ist Portfolio selektiert und für die Korrelationsmatrix wechseln wir auf Watchlist. Unter Korrelationsset-Name können wir sehen, dass es 3 Korrelationsset gibt. Wir wählen hier das Ray Dalio All-Weather aus. Dies ist eine Nachbildung des Ray Dalio All-Weather Portfolios mit ETFs und wir sehen hier, dass es ein Commodity hat, einen über Goldaktien, einen weiteren über Aktien und 2 über Treasury Bonds. Es ist in der Währung USD, das heißt, es ist vor allem für den US-Markt gedacht. Die Zeit oder der Stichprobenzeitraum wurde hier zwischen 6.2.6 und 21 gewählt, dies weil das Datum von und bis nicht definiert wurde. Wir wollen nun so ein Korrelationsset für den Schweizer Markt erstellen, das auch die Idee des Ray Dalio All-Weather Portfolios implementiert. Wir erstellen dazu ein neues Korrelationsset. Über das Kontextmenü können wir diese Funktionalität erreichen. Als Name wähle ich hier Ray Dalio All-Weather Portfolio. Wir lassen den Zeitraum offen, wir wollen den gesamten abgedeckt haben. Stichprobenzeitraum wählen wir hier monatlicher Ertrag und als gleitende Korrelation 36 Monate. Das ist oder wird sehr häufig angewendet und dann speichern wir dies. Ein Korrelationsset besteht aus der Basisdefinition plus den Instrumenten, das heißt, wir müssen jetzt die Instrumente hinzufügen. Durch das erreichen wir über das Kontextmenü bestehende Instrumente hinzufügen. Da kommt der allgemeine Suchdialog, den wir schon bei Watchlist angefunden haben. Und mir sind jetzt die Symbole bekannt der Instrumente, die wir hier hinzufügen wollen. Als erstes wähle ich hier einen Commodity, der in Europa angeboten wird. Den füge ich hinzu. Dann als nächstes wählen wir hier einen ETF auf Gold. In der Schweiz ist dieser sehr beliebt. Suchen, der kommt von der Zürcher Nationalbank, auch hinzufügen. Dann kommt
einer über die Treasury Bonds. Das ist ähnlich wie beim dem Portfolio für den US-Market. Da wähle ich diesen. Der ist auch von 20 Jahre plus. Und dann wähle ich noch diesen über 7 bis 10 Jahre. Hinzufügen, und als Aktien wähle ich mal den MSCI World von iShares. Der nennt sich da ein Kürzer so, suchen, und den füge auch hinzu. Und als letztes, damit es ein bisschen schweizerisch wird, wähle ich noch den SPI. Da gibt es das Produkt von iShares, suchen, dann füge ich diesen auch hinzu. Das sind die 6 Instrumente, die wir jetzt genauer betrachten. Als erstes können wir hier mal sehen, dass hier eine hohe Korrelation gibt, erwartungsgemäß, zwischen dem MSCI World und dem SPI der Schweizer Aktien. Jetzt haben wir hier noch unterschiedliche Währungen und ich werde jetzt das angleichen. Wir werden nicht erfahren, in welcher Währung das angeglichen wird. Das ist auch nicht wirklich interessant. Aber wir werden jetzt dann sicherlich beobachten, dass dieser Wert sich noch näher gegen 1 bewegt. Darum speichere ich dies. Und es hat sich nochmals um etwas erhöht. Jetzt ist es so, dass sich Korrelationen über den Zeitraum verändern. Also das ist jetzt einfach so, wie es heute aussieht, aufgrund der monatlichen Erträge. Aber wenn wir das über den Zeitraum betrachten, ändern sich diese sehr stark. Als erstes machen wir hier einen Vergleich mit dem MSCI World. Ich nehme dazu die Korrelation der 7 bis 10 Jahre US Treasury, lasse mir diese als Liniengrafik anzeigen. Das erreiche ich, nachdem ich in die Zelle geklickt habe und dann das Kontextmenü diese Grafik auswähle. Schiebe ich das noch nach oben. Wir sehen, dass diese Korrelation über den gesamten Zeitraum negativ ist, was natürlich für ein Portfolio sehr wünschenswert ist. Was will man mehr? Jetzt schauen wir uns den 20 Jahre Plus Treasury an, der wird wahrscheinlich ähnlich sein in der Diversifizierung zum MSCI World wie der 7 bis 10 Jahre. Den kann ich jetzt hier wieder neu hinzufügen oder als Grafik starten. Wir wollen das natürlich vergleichen, daher fügen wir das hinzu. Da haben wir wahrscheinlich jetzt nur die Daten ab irgendwie 2015 oder so, sonst wäre hier die gesamte durchgezogen, aber da sehen wir, die zwei korrelieren sehr stark untereinander, ist das keine gute Diversifizierung, aber zum MSCI World schon. Als nächstes betrachten wir den Gold ETF, den fügen wir auch hinzu als Grafik und auch dieser diversifiziert hervorragend zum MSCI World, natürlich nicht mehr so gut zu den beiden Treasuries. Dann noch den Commodity. Ich nehme an, hier gibt es jetzt ein Auf und Ab, der ist ja jetzt im Plusbereich. Der ist jetzt nicht so eine hervorragende Diversifizierung zum MSCI World. Der geht in die ähnliche Richtung. Was jetzt natürlich keine gute Diversifizierung ist zum MSCI World, ist der SPI. Und das sehen wir jetzt auch noch.
der bewegt sich natürlich weit über 0,5 in Richtung 1. Der Stichprobenzeitraum, der kann natürlich geändert werden. Wir wählen hier täglichen Ertrag und stellen dies auf 20 Tage speichern. Das ist natürlich jetzt fraglich, wie viel diese Liniengrafik noch hilft. Oder wir können es auch auf 100 Tage erweitern und dann schlägt es nicht mehr so weit aus. Wir wollen jetzt noch die Instrumente auf eine andere Art vergleichen. Wenn man die Tabellenzeile expandiert, sieht man hier die Rendite pro Kalenderjahr, die annualisierte Rendite und noch so die Standardabweichung. Hier ist zu erwähnen, dass auf der Rendite pro Kalenderjahr und annualisierte Rendite auch die Dividenden eingerechnet werden, wenn diese auch im System vorhanden sind. Und da können wir jetzt sehen, beim SPI, der hat da in den letzten 5 Jahren einen Ertrag erbracht oder eine annualisierte Rendite von 7,62. Die jährliche Standardabweichung beträgt 11,52%. Wenn wir jetzt das vergleichen mit dem MSCI World, da können wir hier feststellen, der hat eine annualisierte Rendite in 5 Jahren, die ein bisschen höher ist als diese des SPI. Hier wird jetzt der Ertrag sowohl in US-Dollar wie auch in Schweizer Franken ausgewiesen. In Schweizer Franken daher, weil das Portfolio oder beziehungsweise der Klient in Schweizer Franken als seine Hauptwährung gewählt hat. Die Standardabweichung, die beträgt jetzt hier, wenn man es in Schweizer Franken bezieht, die jährliche 14,71 und hier 11,52. Das ist klar, dass die beim MSCI World ein bisschen höher ausfällt. Wenn wir jetzt den MSCI World mit einer konservativen Anlageklasse vergleichen, wie den 7 bis 10 Jahren Treasury, dann wird man hier sehen, dass natürlich der Ertrag, wenn wir wieder 5 Jahre vergleichen, weitaus niedriger ausfällt, aber auch die jährliche Standardabweichung, wenn man sie in US-Dollar betrachtet, ist sie sehr groß, der Unterschied, aber auf CH-Franken bezogen nicht mal so sehr. Wenn wir jetzt die zwei Treasuries untereinander vergleichen, dann müsste der 20 Jahre mehr Ertrag bringen, aber auch eine höhere Standardabweichung haben. Wenn wir wieder 5 Jahre vergleichen, sind es hier beim 20 Jahren hat er eine annualisierte Rendite von über 5% und der 7 bis 10 Jahre knapp unter 3%. Die Standardabweichung ist jetzt hier nicht wirklich sehr unterschiedlich, also grundsätzlich haben sich die 20 Jahre, wäre wahrscheinlich das bessere Instrument, wenn man eines davon weglassen möchte. Jetzt gibt es ja immer wieder die Zweifel, wie gut ist dann eigentlich Gold zu Aktien. Da nehme ich wieder den MSCI World und dann den Gold und vergleiche die zwei Instrumente. Die Rendite in den letzten 5 Jahren war ähnlich gut wie
vom Gold wie beim MSCI World, aber die Standardabweichung war beim Gold ein bisschen höher. Wir hoffen, dass diese Korrelationsmatrix mit den Angaben dieser statistischen Daten Ihnen hilft bei der Auswahl der Instrumente für ein Portfolio mit einer breiten Diversifizierung. Letztes betrachten wir noch die Problematik täglicher Ertrag, Handelszeiten und Datenquelle. Dazu wähle ich Korrelation Erstaunliches und hier haben wir abgebildet zwei Währungspaare, auch vice versa, plus den SPI 500 mit ETFs abgebildet. Diese hier, der SPDR und Vanguard, die werden in der USA gehandelt und dieser iShares Core wird in der Schweiz gehandelt. Dann die Währungspaare, da haben wir CHF US-Dollar und US-Dollar CHF. Wenn wir jetzt hier auf täglichen Ertrag umstelle, sehen wir hier eine Korrelation, die nicht -1 beträgt, was wir ja vielleicht erwarten würden. Anders sieht dies beim Euro CHF aus. Wenn ich jetzt das wähle und hier Euro CHF, ist die ziemlich hoch, da fällt nicht mehr viel zur -1. Warum ist das jetzt so? Es gibt Möglichkeiten, dass dies an der Datenquelle liegt, an den Handelszeiten und das betrachten wir jetzt einmal. Wenn ich hier zu der Watchlist Währung gehe, dort habe ich diese zwei Währungen drin und da sehen wir beim Kursdatenfeed, dass die Datenquelle für den Abweichung CHF US-Dollar, US-Dollar CHF unterschiedlich sind. Jetzt kann es sein, dass Sie das zu unterschiedlichen Zeiten Ihr Handel abgeschlossen haben. Wir basieren ja auf den Tagesenddaten, auf dem Schlusskurs. Beim Euro, der vorhin nahe -1 war, sehen wir, dass beide von Finanzen kommen, eines Finanzen-Net, eines Finanzen-CH. Daher war es, wie erwartet, nahe bei -1. Wir gehen jetzt wieder zurück zu dieser Korrelationsmatrix. Beim SPI sehen wir Ähnliches. Dieser SPI 500, der beide in der USA gehandelt wird, hat eine Korrelation nahe 1 und der in der Schweiz gehandelte nur 0,623. Wenn ich jetzt das umändere auf monatlichen Ertrag, wird das wegfallen. Speichere dies und da ist das nur noch ein minimer Abweichung von 1 oder bei den Währungen müsste ja -1 stehen und da sind wir sehr nahe dran. Ich danke Ihnen für das Zusehen und Zuhören. Bis zum nächsten Mal.